Liebst du Dana? Nein. Nicht mal ein bisschen? Ja dann, wäre alles geklärt, ne? Eigentlich wollte ich jetzt gemütlich im Schneider sitzen und was Leckeres essen. Dann hocke ich in dieser Wildnis und hol mir eine Grippe. Weißt du eigentlich, was das fürs Baby bedeutet? Dann rücken wir jetzt etwas näher zusammen. Wie stark ist Ihr Wunsch, außerhalb des Schlafzimmers Sex zu haben? Das geht dir überhaupt nichts an. Jetzt denk nicht so viel darüber nach und beantworte die Fragen einfach aus dem Bauch heraus. Also ich werde meine eigenen Lügen auf jeden Fall gnadenlos aufdecken. Die Menschheit teilt sich in zwei Kategorien: Träumer und Macher. Wer Gefühle zulässt, hat verloren. Ganz ehrlich, wenn Ansgar wirklich Geld wäscht, ist das hier so ziemlich das Dümmste, was er machen kann. Wow. Gibt's was zu feiern? Nicht, dass ich wüsste. Ansgar könnte Probleme bekommen, wenn die Papiere in falsche Hände geraten. Zum Glück wissen wir zwei ja, wie man mit solchen Dokumenten umgeht. Was muss ich eigentlich tun, damit diese hinreißend schöne Frau heute Abend mit mir ausgeht? Oder wir bleiben einfach hier, vergessen die Geschäfte und kümmern uns nur um uns. Selbstbeherrschung ist die Königsdisziplin der Erfolgreichen. Nur wer sich im Griff hat, kann seine Ziele verwirklichen. Ich habe eine bessere Idee. Du zerbrichst dir deinen Kopf über Ansgars Pläne und ich gehe aus und amüsiere mich. Allein? Und wohin? Jedes Mittel ist recht, um die Kontrolle zu bewahren, auch wenn es einem das Herz zerreißt. Es könnte spät werden. Warte nicht auf mich. Keine Ahnung, was du für Erfahrungen mit dem Ding gemacht hast, Andi. Aber wenn du mich fragst, das ist der letzte Schrott. Du wolltest ja unbedingt wissen, ob du in mich verliebt bist. Entschuldige, aber wir haben im Moment wirklich andere Probleme. Meine Rede. Wir müssen das Derby gewinnen, sonst ist der Rennstall Geschichte. Und wie es aussieht, bin ich ja raus. Darüber reden wir noch. Ich mache jetzt erst einmal eine Liste mit Jockeys, die noch keinem Rennstall angehören. Ich kann auch noch mal ein paar Kontakte spielen lassen. Ja, und das Training mit Dionysos läuft ja auch weiter nebenher. Das heute war eine Ausnahme. Ich weiß, dass du es besser kannst. Klar. Danke. Bis morgen. Ja, das habt ihr ja wieder toll hingekriegt. Was meinst du? Die Sache steht schon seit Ewigkeiten zwischen euch und ihr habt immer noch nichts geklärt. Doch. Dass Hagen definitiv nicht in mich verliebt ist. Haben Sie was Alkoholfreies, was aussieht wie ein ordentlicher Drink? Champagner. Vielen Dank. Weißt du, am Anfang habe ich mich echt total zusammengerissen, als mir klar wurde, dass dadurch unsere Flitterwochen zu Ende sind. Ich meine, ich weiß ja, die Rennbahn ist sein Baby. Aber mittlerweile schaufelt er sich nicht mal mehr eine Stunde am Tag für mich frei. Ein Glück, dass wenigstens du hier bist. Tschüss.
Ja, klar. Tut mir leid, Schatz. Ich schaff's leider nicht. Du weißt ja die Rennbahn. Aber morgen, dann machen wir was Schönes zusammen. Willst du nicht reingehen? Nee. Der soll ruhig anrufen, bis der Akku alle ist. So, was fangen wir jetzt an mit dem angebrochenen Abend? Keine Ahnung. Du bist mein Manager. Schlag doch einfach was vor. Egal was. Fast. Ich möchte zu guter Musik tanzen. Tanja, was machst du denn hier? Hey, das ist ja mal eine Überraschung. Ja, allerdings. Ist Sebastian gar nicht hier? Hast du ihn irgendwo gesehen? Ist mal wieder Krise zwischen den beiden? Weißt du, ich habe schon länger aufgehört, Tanjas Liebesleben anhand von normalen Maßstäben zu bewerten. Die ist doch auf der Jagd. Guck sie dir doch an, das sieht man doch. Das kann alles bedeuten. Sogar, dass sie mit Sebastian so glücklich ist wie noch nie. Ich hole uns was zu trinken. Irgendwelche Wünsche? Ja, Champagner bitte. Moment, also das verstehe ich nicht. Hagen sagt, er liebt dich nicht. Dann lässt er sich das vom Lügendetektor bestätigen und behauptet dann, dass das Gerät spinnt. Was stimmt denn damit nicht? Das Teil funktioniert tippitoppi. Vielleicht war ihm das Ganze einfach zu albern. Ja, aber was hat er denn erwartet, dass das Gerät piepst, weil er lügt? Er ist nicht verliebt in mich, okay? Dann habt ihr ein Paradoxon geschaffen. Leute, wenn ein Lügner sagt, er lügt, sagt er dann die Wahrheit? Ja. Andersrum. Wenn Hagen die Wahrheit sagt, aber gleichzeitig behauptet, dass das Gerät spinnt, dann stimmt doch was nicht. Das wird zu abstrakt. Waren deine Stoppzeiten wirklich so schlecht? Ich habe mir alles verbaut. Dabei hat Hagen mir die größte Chance meines Lebens gegeben. Reiß dich zusammen, frag ihn, ob du noch eine Chance kriegst. Über alles andere müsst ihr ja nicht mehr reden. Aber wir. Oh, Helena. Jetzt unter 4 Augen. Netter Club, findest du nicht? Schon? Ich frage mich nur, was Tanja hier ohne Sebastian macht. Was machst du hier ohne Hagen? Rennbahn oder Marlene? Was meinst du? Du verlierst gleich. Ich habe einen Bruder, der mir in die Parade fährt. Wegen dem ich sogar die Flitterwochen abbrechen musste. Das Leben kann schon hart sein. Tanja ist schwanger, da macht man sowas doch nicht, oder? Oder haben die beiden sowas wie eine offene Beziehung? Kein Wunder, dass es mit der Rennbahn nicht läuft. In Sachen Strategie musst du wirklich einiges noch lernen. Und ich frage mich, wann das unserem Vater endlich auch mal auffällt. Ich habe ein Team an meiner Seite, das an den Sieg glaubt. Deswegen glaubt auch Vater an mich. Schach. Mit einem Team von Bauern gewinnt man keine Partie. Du musst sie opfern, wenn du die Dame für den Sieg behalten willst. Können wir jetzt gehen? Ich schon. Wir sehen uns morgen. Und wie soll ich nach Hause kommen? Ruf den Taxi oder frag Tanja. Schach. Wenn ich dir einen kleinen Ratschlag geben darf, spar dir die Mühe mit der Rennbahn und kümmere dich um deine Frau. Und wer weiß, vielleicht überlege ich mir auch noch, ob wir nicht doch noch ein kleines Betätigungsfeld für dich in der Firma finden. Vielleicht machen wir ja mal was mit Glasschmuck.
Weißt du, einen Rat geben? Feier den Sieg niemals vor der Ziellinie. Schach. Und Matt. Ich heiße Cedric. Und du? Mein Name ist Egal. Egal? Das ist aber ein schöner Name. Lass uns von hier verschwinden. Habe ich was Falsches gemacht? Was ist? Es tut mir leid, Gehört das zu deiner Masche, Madame Egal? ich bin einfach nicht in Stimmung. Ach komm, ich krieg das schon wieder hin. Hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Finger weg, sie ist schwanger. Marlene, was soll das? Hau ab! Ja, aber nur mit dir. Sag mal, wie kann man nur vergessen zu tanken? Ich meine, ist dir eigentlich klar, dass hier weit und breit nichts ist? Hab ich dich eingeladen, mitzukommen? Ich habe dich gerade vor dem Grabscher gerettet. Ich glaube, ein Dankeschön wäre eher angebracht. Ich hab dich nicht gebeten, mir zu helfen. Und zum Mitschreiben, ich hatte alles im Griff. Ja, das sehe ich. Ein Glück, dass ich hier bin. Mist, Funkloch. Ich glaube, wir sollten es ein paar Meter weiter vorne versuchen. Hallo? Soll ich dir die Tür aufhalten oder was? Ja, was, willst du nicht mit aussteigen? Nein, ich bin schwanger. Und ich soll eine Diva sein. Seit wann träumst du von Sex mit Jessica an öffentlichen Orten? Au! Ich? Nie. Das steht hier aber schwarz auf weiß. Wie groß ist Ihr Wunsch, außerhalb des Schlafzimmers Sex zu haben? Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, Parks. Was habe ich da geschrieben? Stark! Ja, aber da steht nichts von Jessica. Oh, warte, mit der Antwort kommt das aufs selbe hinaus. Verwirklichen Sie Ihre sexuellen Wünsche mit Ihrem Partner. Nur zum Teil. Ich wollte die Fragen ja gar nicht so beantworten. Dann habe ich halt den Lügendetektor benutzt und... Ja, weil du sonst alle belügen würdest. Mich, deine Freunde und dich selbst. Was ist denn so reizvoll an Sex an öffentlichen Orten? Das kann halt... Ach, ich weiß doch auch nicht. Ja, woran hast du denn gedacht? Im Kino, am Geldautomaten, im Schwimmbad, in der Umkleide oder im Park? Ja, was weiß ich, auf der Wiese, am Strand oder auf dem Gipfel des Kilimanjaro. Also findest du es mit mir langweilig. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber gedacht, sonst würdest du dir nicht solche Dinge wünschen. Schatz, pass auf, wie wär's denn, wenn wir das einfach morgen in aller Ruhe mit Frau Dr. Goldmann besprechen? Dafür bezahlen wir sie doch. Ich weiß nicht, ob das was nützt. Andi, in diesem Fragebogen, da stehen Dinge drin, die du noch nie vorher erwähnt hast. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich überhaupt nicht. Alle Menschen haben Fantasien, das ist doch ganz normal. Ja. Aber es kommt halt auf die Fantasien drauf an. Ja, keine Ahnung, wie diese Straße heißt. Woher soll ich denn das wissen? Ja, mir tut's auch leid. Tschüss. Du hättest auch anrufen können. Dann hätte der Taxifahrer uns vielleicht gefunden. Weißt du was? Ich rufe jetzt einfach mal Hagen an. Vielleicht reicht der Akku ja noch. Kommt schon, geh ran, bitte. Marlene? Hagen, hallo. Hallo. Hagen? Marlene! Hagen, kannst du mich hören? Hagen, hallo. Hallo! Hagen? Hagen, hallo? Mist. Akku alle.
Übernachten Sie hier? Ja, aber nur vorübergehend. Ich hoffe, das ist okay. Stress. Beziehungspause. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag was. Ich schaff das schon nicht. Er fehlt mir nur so. Dann mach doch was. Aber was denn? Ich habe Angst, okay? Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber jetzt habe ich dich schon lange genug zugenölt. Prost. Prost. Ja klar hat Dana nicht so viel Erfahrung, aber sie und Dionysos sind ein gutes Team. Keiner kennt dieses Pferd so gut wie sie. Und ihre Zeiten sprechen für sich. Diese vermasselte Proberunde, das war eine Ausnahme. Aber warum? Ich habe sogar schon gedacht, dass sie in mich verliebt ist. Und? Was und? Ich habe mich total zum Affen gemacht. Dana weiß, dass sie gewinnen muss. Also, so schnell werden wir keinen besseren Jockey finden. Weißt du, wenn du nach all den Gesangsübungen und Proben dann endlich auf der Bühne stehst, dir das Adrenalin durch den Körper schießt, das Scheinwerferlicht dich blendet und das Publikum zu deinen Füßen applaudiert. Weißt du, man muss das einfach mal erlebt haben, diese Liebe der wildfremden Menschen. Das ist der absolute Himmel auf Erden. Sag mal, kannst du eigentlich über irgendetwas anderes sprechen, als immer nur über dich? Gut, dann sprechen wir eben über dich. Was zum Beispiel wolltest du ganz allein in diesem Club? Und was überhaupt von diesem komischen Typen? Kochrezepte austauschen. Komm schon, ich weiß doch, wie das ist, wenn der Mann so viel arbeitet. Hagen hat sogar die Flitterwochen abgeblasen. Hast du Frust, weil du alleine ausgehen musstest? Oder läuft's bei euch gerade nicht so gut? Bitte, benutzt die Luft einfach zum Atmen, statt mich die ganze Zeit so zu quetschen. Ciao. Ciao. Danke. Weißt du, manchmal denke ich, dass ich den Job hier einfach kündigen sollte. Und dann weg von Marlene und Hagen. Und dein Jockeytraum? Hättest du denn da woanders eine Chance? Hier habe ich doch auch keine mehr. Weil ich meine Gefühle nicht im Griff habe. Hey. Hagen. Gut, dass ich dich noch erwische. Um es kurz zu machen. Ich will, dass du das Derby auf Dionysos reitest. Aber Mir ist klar geworden, dass du besser mit Dionysos umgehen kannst als jeder andere. Bitte, Dana. Du bist genau die Richtige für den Job. nein, ich kann das nicht. Ich habe deine Trainingszeiten gesehen. Das heute war eine Ausnahme. Die Probezeiten haben bewiesen, dass ich meine Nerven nicht im Griff habe. Das kannst du trainieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in so einer kurzen Zeit die optimale Laufzeit und mich in den Griff krieg. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Das Bestehen des Gestüts, der Familienfrieden. Hagen, ich bin nicht die Richtige für den Job. Und das ist mein letztes Wort. Marlene, Könntest du vielleicht aufhören zu trällern? sag mal, wollt ihr eigentlich vor der Geburt eures Kindes noch heiraten? So eine Hochzeitsfeier mit richtigen Flitterwochen kann Wunder bewirken. Weißt, ich habe gelesen, dass es ganz normal ist, dass werdende Eltern sich oft streiten. Tanja, weißt du, wir sitzen beide in der gleichen Tinte und ich habe echt nur versucht, nett zu sein. Aber so langsam frage ich mich, was das hier alles soll. Du wolltest diesen Typen vorhin doch abschleppen, oder? Ah, verstehe. Ihr habt sowas wie eine offene Beziehung. Jeder darf mal ab und zu. Was interessiert dich das? Ich finde das ja vollkommen in Ordnung. Ihr liebt euch und das sieht man. Das ist das Wichtigste. Marlene, könntest du mich vielleicht mit deinen zuckersüßen, romantischen Träumereien einfach verschonen? Und ihr kriegt ein Kind zusammen. Jetzt hör mir mal zu, du Bühnenschlampe. Sebastian und ich, wir sind ein Team. Wir machen Geschäfte, wir zeugen Kinder. Ich muss nicht geliebt werden wie du. Ja, also,
hast du mir das denn nicht schon viel früher erzählt, dass du... Du bist eben nicht der Einzige, dem irgendwelche Dinge im Kopf rumgehen. Ich stelle mir auch nur gerade vor, wie es wäre, wenn... Ja. Also das, was dir so durch den Kopf gegangen ist. Du weißt schon, von wegen. Wo genau kannst du dir das eigentlich am besten vorstellen? Das könnte ich dir verraten, wenn du mir sagst, was du dir so vorgestellt hast. Warum soll ich das denn nur sagen? Na, noch ein Kakao zum Aufwärmen? Oder ein Gläschen Champagner? Sag mal, habe ich dir eigentlich die Geschichte von meinem ersten Casting erzählt? Also wie ich da hingekommen bin und zum Musical überhaupt? Hey, das sieht ja nach einer richtig wilden Nacht aus. Ohne Sebastian selbstverständlich. Ach, lassen Sie Tanja in Ruhe, bitte. Ich muss schon sagen, du hast dir eine neue Freundin gefunden und sogar eine bürgerliche. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Ansgar. Ein bisschen mehr Respekt, bitte. Vor euch? Weil ihr den Namen Landstein in den Dreck zieht? Ach, macht ja nichts draus. Wenn man von einer Frau wie Lydia verlassen wird, da kann man schon ein bisschen frustriert und bösartig werden. Traurig, nicht wahr? Also, ich gehe jetzt in die Küche. Denk jetzt bloß nicht, wir werden Freundinnen. Menschen, die lieben, verlieren zu schnell ihren Ehrgeiz. Helen, jetzt komm schon. Das wolltest du doch schon die ganze Zeit. Hey. Andi. Das geht. Sie sind nur damit beschäftigt zu erfahren, ob sie genauso geliebt werden, wie sie selbst lieben. Und auch wenn die Sicherheit einer großen Liebe sich gut anfühlt, es täuscht. Aber dazu sind Träume da. Wir können uns in unseren Träumen hingeben, ohne dass es jemand merkt. Und bis die Wirklichkeit uns zurückholt, haben wir immer noch unsere Fantasie. Stay.